Stabile Beziehungen machen uns stark und geben uns Halt. Doch manchmal sind sie auch kompliziert und wir wiederholen Muster, die wir nicht ganz verstehen. Kennen Sie das auch? Mein Name ist Natalia Gavrilovic-Haustein und ich kann Sie beruhigen. Das ist ganz normal und die Erklärung ist ganz einfach. Die Bindungstheorie erklärt uns ganz genau, wie das funktioniert. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Ihre Erfahrungen aus der Kindheit Ihre Beziehungen von heute noch beeinflussen. Lassen Sie uns gemeinsam entdecken, wie Sie Klarheit in Ihren Alltag und Ihre Beziehungen bekommen können. Die Bindungstheorie ist von John Bowlby in den 40er Jahren entwickelt worden. Sie beschreibt, warum die Beziehung zwischen einem Kind und seinen engsten Bezugspersonen, meist den Eltern, so wichtig ist. Bowlby ging davon aus, dass ein Kind von Geburt an das Bedürfnis hat, eine enge, vertrauensvolle Beziehung zu seinen Bezugspersonen aufzubauen. Diese enge Bindung gibt dem Kind Sicherheit und Schutz und es kann dann in die weite Welt hinausgehen und diese erkunden. Wenn es unsicher und Angst hat, kann es zurückkommen und sich die Nähe der Bezugsperson suchen und sich wieder in Sicherheit fühlen. Durch diese Erfahrung lernt das Kind, wie Beziehungen funktionieren. Wenn es die Erfahrung gemacht hat, dass auf sich eingegangen wird, dann kann es Vertrauen entwickeln. Wenn die Bezugsperson aber unsicher reagiert oder ablehnend, dann entwickelt auch das Kind Unsicherheiten in Beziehungen. Wenn es negative Erfahrungen macht, dass auf seine Bedürfnisse nicht so gut eingegangen wird, dann wird es schwierig. Die Bindungstheorie hilft uns zu verstehen, warum die frühen Beziehungserfahrungen so wichtig sind. Sie sind wichtig für die Entwicklung unseres Selbstvertrauens, unsere Gefühle, unseres Umfeldes und wie wir miteinander umgehen. Es werden insgesamt 4 verschiedene Bindungstypen unterschieden, die ich Ihnen jetzt genauer erklären werde. Der unsicher vermeidende Bindungstyp entsteht, wenn Bezugspersonen eher zurückhaltend und vermeidend auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen. Das Kind lernt dadurch, dass wenn es ein Bedürfnis hat, wenn es Angst hat oder Not und sich an die Bezugsperson wendet, diese nicht wirklich verlässlich reagieren. Es zieht sich zurück und hält seine Gefühle zurück. Als Folge davon versucht das Kind, seine Gefühle nicht zu zeigen und zieht sich zurück. Es wirkt dann besonders selbstständig. Obwohl das Kind inneren Stress und Unruhe hat, wirkt es nach außen ruhig und gelassen. Auch im Erwachsenenalter zeigt sich dieser Bindungstyp in Beziehungen. Menschen mit unsicher vermeidenden Bindungsstilen sind eher zurückhaltend und sind sehr auf ihre Autonomie bedacht. Sie haben Mühe, Gefühle zu zeigen und versuchen, näher aus dem Weg zu gehen. Wichtig ist, dieser Bindungsstil ist nicht unveränderbar. Durch positive Lebenserfahrungen können sich in Beziehungen dann die Erfahrungen verbessern. Der unsichere, ambivalente Bindungsstil entsteht, wenn sich die Bezugspersonen auf der einen Seite liebevoll und zuverlässig, aber auf der anderen Seite ablehnend und unzuverlässig verhalten. Das Kind weiß dadurch nicht genau, woran es ist. Um sich die Aufmerksamkeit der Bezugsperson zu sichern, zeigt das Kind die Gefühle besonders stark. Es klammert sich an die Bezugsperson und lässt nicht mehr los. Dadurch ist es nicht in der Lage, seine Umwelt zu erkunden und neue Erfahrungen zu machen. Im Erwachsenenalter zeigt sich dieser Bindungstyp durch ein erhöhtes Bedürfnis nach Nähe und Bestätigung. Menschen mit einer unsicher ambivalenten Bindung haben Angst, verlassen oder zurückgewiesen zu werden. Sie wünschen sich eine enge Beziehung, haben aber gleichzeitig Angst, dass die andere Person nicht zuverlässig für sie da ist. Durch positive und zuverlässige Bindungserfahrungen können Beziehungserfahrungen verändert werden und das Leben so leichter gemacht werden. Der unsicher desorganisierte Bindungstyp entsteht vor allem, wenn die Bezugsperson gleichzeitig eine Quelle von Sicherheit und Angst ist. Das kann zum Beispiel dadurch passieren, wenn Bezugspersonen unberechenbar reagieren und Kinder häufig belastende Erlebnisse mit diesen Personen erleben. Dadurch entsteht ein innerer Konflikt beim Kind. Auf der einen Seite sucht es die Nähe, weil es Schutz braucht, auf der anderen Seite hat es Angst vor der Person. Das führt zu widersprüchlichem Verhalten. Manche Kinder wirken in bestimmten Situationen orientierungslos, erstarren oder zeigen keine Strategie, Stress abzubauen. Im Erwachsenenalter zeigt sich dieser Bindungstyp im mangelnden Vertrauen anderen Menschen gegenüber. Betroffene wünschen sich Nähe und Verbundenheit, haben aber auch gleichzeitig Angst vor Verletzungen. Beziehungen können dadurch als besonders herausfordernd erlebt werden. Wichtig ist, auch ein desorganisierter Bindungstyp ist nicht unveränderbar. Durch positive Beziehungserfahrungen, durch unterstützende Maßnahmen, auch therapeutische Möglichkeiten, können diese Menschen lernen, wieder Vertrauen zu gewinnen.
Der sichere Bindungstyp entsteht, wenn die Bezugspersonen die Bedürfnisse des Kindes feinfühlig und verlässlich wahrnehmen. Das Kind erlebt dadurch, dass wenn ich Hilfe brauche, ist jemand da, der mir Trost und Hilfe spendet. Dadurch entsteht ein grundlegendes Gefühl von Sicherheit und Vertrauen. Das Kind lernt, die Bezugsperson als sicheren Hafen zu nutzen. Es traut sich hinaus in die Welt zu gehen, diese zu erkunden und kommt zurück, wenn es Not hat und Hilfe braucht und weiß, die Bezugsperson ist für mich da. Im Erwachsenenalter zeigt sich die sichere Bindung dadurch, dass die Person in der Lage ist, Nähe und Eigenständigkeit zuzulassen. Menschen mit einem sicheren Bindungsstil sind in der Lage, Gefühle auszudrücken, Konflikte einzugehen und sich auf andere Menschen einzulassen. Sie fühlen sich in Beziehungen meist wohl, ohne gleich ihre Persönlichkeit dadurch zu verlieren. Wichtig ist, eine sichere Bindung heißt nicht, dass die Beziehung immer perfekt ist. Sie zeigt sich eher dadurch aus, dass ein Gefühl von Verlässlichkeit, Verbindung und Sicherheit da ist. Die Bindungstheorie hilft uns nicht nur, Kinder besser zu verstehen. Sie hilft uns auch, unseren Alltag besser gestalten zu können. Sie zeigt, dass wenn wir uns sicher fühlen, wenn wir in verlässlichen Beziehungen aufgewachsen sind, dass wir unser Leben besser meistern können. Im Umgang mit Kindern bedeutet das zum Beispiel, dass Wut, Rückzug oder Klammern kein Zeichen für schlechtes Benehmen ist, sondern dass die Kinder das Bedürfnis haben, dass die Bezugsperson sensibel auf sie eingehen kann. Wenn wir ruhig bleiben, Gefühle ernst nehmen und verlässlich reagieren, können wir das Vertrauen des Kindes stärken. Aber auch im Erwachsenenalter spielt Bindung eine wichtige Rolle. Unsere frühen Beziehungserfahrungen beeinflussen oft, wie wir mit Nähe umgehen, mit Konflikten umgehen und Gefühle zeigen können. Wer seine Bindungsmuster kennt, kann bewusster handeln und dadurch positivere Erfahrungen machen. Die Bindungstheorie zeigt uns, hinter jedem Verhalten steckt ein Bedürfnis. Wenn wir versuchen, dieses Bedürfnis zu erkennen, ohne vorschnell zu urteilen, entsteht mehr Vertrauen und wir können unsere Beziehungen im Alltag deutlich verbessern. Egal, ob das in Beruf, Familie oder in der Freizeit ist. Die Bindungstheorie von John Bowlby hat unser Verständnis von Beziehung und Entwicklung stark geprägt. Trotzdem gibt es einige Kritikpunkte an der Theorie. Ein Kritikpunkt an der Theorie ist, dass die Kindheitserfahrungen deutlich stärker betont werden, als es die heutigen Forschungen nahelegen. Kritiker betonen, dass die Menschen ihr Leben lang Erfahrungen machen und sich dadurch auch weiterentwickeln können. Außerdem wurde kritisiert, dass die Studien vor allen Dingen in westlichen Ländern durchgeführt worden sind. In anderen Kulturen können Kinder zu mehreren Bezugspersonen enge Beziehungen aufbauen, ohne dass dies ihre Entwicklung beeinträchtigt. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Theorie doch teilweise zu einseitig ist. Menschen lassen sich manchmal nicht einem einzigen Bindungstypen zuordnen und können sich je nach Situation anders verhalten. Trotz dieser Kritik ist die Bindungstheorie eine der wichtigsten psychologischen Theorien über die Entwicklung von Beziehungen. Viele ihrer Grundannahmen werden durch weitere Forschungsergebnisse unterstützt und bestätigt. Das Wissen um unsere eigene Bindungsgeschichte ist ein wichtiger Schritt für ein besseres Verständnis für uns selbst und unsere Beziehungen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen wichtige Impulse auf Ihren Weg mitgeben. Möchten Sie noch mehr zu spannenden Gesundheitsthemen erfahren? Unser Sanitas Gesundheitswissen bietet Ihnen einiges dazu. 2 Beispiele sehen Sie gleich im Bild. Welche Erkenntnisse nehmen Sie aus dem heutigen Video mit? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren.